Heutiges Thema ist der pH-Wert. pH-Wert wurde definiert von 0 bis 14. In der Mittelstellung, sprich bei 7, haben wir eine Stelle, wo Anzahl von basischen Mineralien und Anzahl von sauren Mineralien sich im Gleichgewicht halten. Gehen wir von 7 nach oben, gehen wir in den basischen Bereich also, gehen wir nach unten, dann gehen wir in den sauren Bereich. Hier ist aber wichtig zu sagen, dass der Abstand zwischen 7, 8, 9 und 10 logarithmisch erfolgt. Das bedeutet, gehen wir von 7 auf 8, dann wird schon 10 mal mehr Basen drin sein als bei 7. Gehen wir auf 9, ist das schon 100, das wird immer mit 10 multipliziert. Gehen wir von 7 auf 10, dann haben wir schon einen Faktor 1000 in der Menge an basischen Mineralien. Das gleiche gilt natürlich auch in die andere Richtung. Sprich, von 7 auf 6 haben wir 10 mal mehr Säuren oder 10 mal weniger Basen, wenn man so will. Gehen wir von 7 auf 5, dann haben wir schon 100. Und auf 4 wäre schon Faktor 1000. Jetzt würde ich gerne über pH-Werte von typischen wasserlöslichen Sachen sprechen, also auch Getränken. Und das ist eine sehr breite Palette an diesen Werten zu beobachten. Zum Beispiel kohlensäurehaltige Getränke sind sauer. Das ist schon in dem Namen Kohlensäure enthalten, also ist sauer. Kann je nach Menge von Kohlensäure bis nach 4 oder noch tiefer rutschen, auch davon abhängig, was in diesen Getränken noch drin ist. Zum Beispiel Cola durch Phosphorsäure und andere Säuren, die übrigens künstlich sind. Das kann bis auf 2,5 nach unten rutschen, also sehr, sehr säurehaltig. Dann haben wir sehr unterschiedliche pH-Werte im Leitungswasser. In der kleinen Schweiz sind merkliche Unterschiede. Typische Werte in der Zentralschweiz, konnte ich sagen, sind ungefähr 7,4, also das schwankt zwischen 7,2, 7,6, 7,7 in dem Bereich. Es gibt aber auch Ausreißer. Fährt man zum Beispiel in die Juragebirge, dann steigt der pH-Wert bis über 8. Und in einigen Gebieten in den Alpengegenden, also in den Bergengegenden, habe ich schon auch unter 6 gemessen. Also das sind schon große Unterschiede. Aber typische Werte, wie gesagt, um 7,4. Dann gibt es ein spezielles Wasser, das ist das, was unsere Geräte produzieren, sprich ionisiertes Wasser. Und die pH-Werte kann man in 4 Stufen an unseren Geräten einstellen. Das ist ungefähr zwischen pH-Wert der Leitungswasser vor Ort, das kann auch unterschiedlich sein. Die erste Stufe steigt auf ca. 8,5. Die zweite um 9, die dritte um 9,5 und die vierte, die stärkste Stufe, kann schon über 10 gehen. Diese Werte sind aber stark von Mineraliengehalt abhängig. Das bedeutet, man kann vorher nicht genau sagen, welcher Wert zu erwarten ist. Man musste das Gerät vor Ort einschließen und gucken, was da rauskommt. Und nimmt man das gleiche Gerät und fährt 50 Kilometer weiter, kann es schon sein, dass die Werte ganz anders aussehen. Weil, wie gesagt, das vom Mineraliengehalt in dem lokalen Leitungswasser abhängig ist. Das war's für heute.